Hoch oben in den Alpen, dort, wo kein Wald mehr wächst, wo nur noch schroffe Felsen, ewiges Eis und kalter Wind die Landschaft beherrschen, ist uns erneut das Unmögliche gelungen. Was auf den ersten Blick wie eine verlassene Geröllhalde wirkt, entpuppt sich als Eingang zu einem Ort, der fast schon aus einer anderen Welt zu stammen scheint. Ein verborgener Zugang, der so geheimnisvoll wirkt, als könnte er direkt aus den Legenden von Herr der Ringe entsprungen sein. Doch was sich dahinter verbirgt, ist keine Fantasie. Es ist Realität. Eine einst streng geheime Militäranlage, die tief ins Gestein getrieben wurde. Errichtet in einer Zeit, in der ganze Berge zu Waffen wurden und nur wenige Menschen überhaupt von ihrer Existenz wussten. Jahrzehntelang war dieser Ort verborgen, verschlossen, beinahe vergessen. Bis heute. Gemeinsam mit euch wagen wir den Schritt in die Dunkelheit. Wir öffnen ein Kapitel, das bisher im Schatten lag, und nehmen euch mit in eine Festung, die Geschichte atmet und Geheimnisse hütet, wie kaum ein anderer Ort der Alpen. Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute sind wir wieder hier in geheimer Mission unterwegs, denn es geht in einen riesigen Bunker und ihr seht hinter mir schon die Tür. Und wir werden uns das Ganze hier mal angucken, weil der ist wirklich gewaltig. Melanie öffnet uns die Pforten. Das ist wirklich Wahnsinn. Hier ist ja auch noch. Hier waren schon die Kabeldiebe, glaube ich, aber guckt euch das mal an, ey. Hier steht MWM Diesel. Boah. Ja, ich bin mal gespannt. Wir haben keine Ahnung. Wir sind hier wieder mitten in den Bergen und wir wissen überhaupt nicht, wie groß das Ganze ist. Und wir lassen uns einfach mal überraschen. Wir können nicht allzu viel preisgeben, wo sich die Anlage befindet. Einfach aus Sicherheitsgründen. Boah. Hier haben sie aber, glaube ich, auch schon geräubert. Schaltkasten. So, und dann geht es jetzt hier weiter in den Berg rein. So, wir werden uns das Ganze hier wirklich einfach mal in Ruhe angucken und einfach mal das beschreiben, was wir jetzt hier im Einzelnen sehen. Also Melanie ist noch da vorn. Ich bin jetzt hier schon in einem Zwischenabschnitt, der hier immer wieder getrennt ist von Türen. Und hier oben seht ihr praktisch die ganze Versorgung. Schläuche, Kabel, und wir sind jetzt hier praktisch auf so einem Hauptweg, den Hauptstollen, und wir gehen jetzt eben kurz hier einmal rechts rein. Hier sind auch viele Steine aufgeschichtet, aber das sieht mir aus, als ob das hier ein Betriebsraum war. Nee. Aha. Wir sind hier in einem Kampfraum. Also man konnte hier über diesen Seilzug das Ganze hier, die Vorrichtung hier draußen, das könnt ihr hier draußen sehen, wenn man hier durchguckt, von der Schießscharte draußen die Abdeckung abmachen, beziehungsweise aufkurbeln im Handbetrieb. Und hier werden auch wieder entsprechende Systeme drin gewesen sein, um für die Belüftung in dem Kampfraum zu sorgen. Ja, es geht weiter hier. Ui. Jetzt biegen wir hier einmal ab. Hier haben wir jetzt eine richtig massive Tür, wo man hier auch durchschauen konnte.
sind die Toiletten gewesen. Und zwar ist das hier wieder ein System, wo ihr euch schön abhocken könnt. Da ist die Spülung da hinten. Das wird wahrscheinlich hier auch für die Wasserversorgung gewesen sein. Was ist das denn? Keine Ahnung, für was das jetzt hier ist. Aber man hat das hier wieder bombensicher gebaut. Und zwar der Betonraum so gesehen in dem Berg nochmal. Hier könnt ihr das sehen, wenn man jetzt hier an der Seite her schaut. Das ist halt diese bombensichere Bauweise, die man gemacht hat. Also nicht einfach nur in dem Berg, sondern hier nochmal diese Betonhülle. Vielleicht war hier auch eine Küche untergebracht, so wie die Nische da aussieht. Schauen wir mal, was sich hier hinter dieser Tür verbirgt. Nichts. Einfach nur ein leerer Raum. Vielleicht einfach nur ein Magazin. So, hier hört man noch ordentlich das Wasser plätschern. Es steigt jetzt hier auch ein bisschen an. Schaut mal, hier läuft das Wasser durch. Das hat wahrscheinlich auch einen Zweck, weil das ist hier ein Becken. Und dann läuft das bei Überlauf hier raus und hier unten runter. Das sieht mir ganz so aus, als ob das hier ein Aschenbecher sogar ist. Ja, kann sein. Asbestplatte. Das ist eine weitere Tür. Und hier geht es wieder in den Kampfraum. Tatsächlich. Da sind wir schon wieder im Kampfraum. Und hiermit könnt ihr wieder die Schade draußen, die Abdeckung öffnen. Es sind auch noch Regale dran und hier oben liegt auch noch ein Schild. Oh, da ist aber nichts weiter dran. Das ist aber auch so ein kleiner Wasseranschluss hier. Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht drin. Nee. Oh, Leute. Hier ist eine Kanone noch verbaut. Ich fass es nicht. Guckt euch das mal an. Hier ist eine Kanone verbaut. Ey, die ist noch drin, oder? Oder spinne ich jetzt? Na klar, die ist noch drin. Beim Zusammenbau Schieber hier. So ein kleines Geschütz. Aha. Schau dir das mal an. Das Geschütz ist hier noch drin. Ja klar. Also ich kann jetzt nicht mit Sicherheit sagen, ob hier noch was fehlt. Der Bremszylinder, ja, ich gebe mal eben kurz die Kamera hier ab. Der Bremszylinder fasst Hydrauliköl, werden abgelassen. Und hier sind auch noch ich will nicht so viel mehr Kraft geben, als man könnte. Ich weiß nicht, ob das hier so eine Bremse ist. Also man kann es nur minimal jetzt hier bewegen.
Ich möchte da nicht so viel dran rumdrehen. Hier unten ist diese Schiene, wo man dieses Geschütz hier bewegen kann. Ich weiß jetzt nur nicht, was das für ein Geschütz ist. Und ob hier vielleicht sogar noch was fehlt, das kann ich auch nicht sagen. Aber dass das noch drin ist, oder? Das ist ja richtig krass. Also auf jeden Fall war das ja angeschlossen. Und hier liegt auch diese Abdeckung. Wahnsinn, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, oder? Das ist wirklich... So, wir haben jetzt hier einmal, ich muss jetzt hier mal kurz die Lampe wieder anmachen. So, wir haben jetzt hier einmal diese Hydraulik mit diesem Kabel aus diesem Stahlseil hier, was jetzt praktisch draußen die Scharte öffnen würde. Und man sieht halt auch, dass das sich noch bewegt. Hier wäre auf in diese Richtung, also ich müsste jetzt so drehen. Jetzt ist es schon sehr auf Spannung. Oh, draußen öffnet sich die Scharte nicht. Ich mache jetzt mal kurz wieder auf. Man merkt schon, dass es jetzt hier an der Stelle schon blockiert. Also hier, ihr könnt ja den Seilzug hier erkennen. Das bewegt sich ja. Also jetzt ist es total leicht. Jetzt würde man praktisch wieder schließen. Aber draußen bewegt sich die Scharte trotzdem nicht, also die Abdeckung von der Scharte, sage ich jetzt mal. Und hier, es geht auch relativ leicht. Kann ich mit einer Hand machen. Und jetzt wird es halt zu stark und dann geht es nicht mehr. Also hier ist das System halt irgendwo geblockt. Ja, und hier daneben ist im Prinzip noch entweder ein Beobachter oder auch noch mal für Maschinengewehr hier. Hier sind diese Klappen, die kann man so bewegen und verschieben. Oh, die sind aber richtig schwer hier. Da brauche ich 2 Hände für. Dann könnt ihr die praktisch hier davor schieben. Das geht jetzt hier an der Stelle nicht so gut. Ich versuche es nochmal eben mit der anderen Hand. Das blockiert hier irgendwo. Gut, lassen wir sein. Aber man könnte das hier im Prinzip verschließen. Also das ist wirklich erstaunlich, dass das hier noch drin ist. Das muss man wirklich so sagen. Die Anlage ist komplett los. Und es ist hier entweder das Geschütz oder zumindest ein Teil von dem Geschütz noch hier drin. Da kann gerne mal jemand was zu euch sagen, weil ich das Waffensystem auch nicht kenne. Aber hier sind auch Verschraubungen, hier wird irgendwas zumindest abgebaut sein. Trotzdem sieht man noch sehr, sehr viel. Das ist wirklich erstaunlich hier. Das sieht mir auch aus, als ob das hier nochmal ein kleiner Wasserspeicher ist, weil hier auch Wasser eingeflossen ist. Und hier konnte man das Wasser auch entnehmen. Das sieht mir aus wie ein Tank, als ob hier Diesel oder irgendwas drin gewesen ist. Ja.
Ja Leute, das war es im Prinzip mit dem Video. Also es war so richtig wieder Herr der Ringe-Feeling, wo wir da rumgestolpert sind in den Bergen und dann auf einmal sich ein Bunker aufgetan hat und man ja da auch noch eine Kanone oder den Rest einer Kanone gefunden hat. Ja, leider, wie gesagt, kann ich euch nicht allzu viel zu der Location sagen, weil ich auch in letzter Zeit oder wir in letzter Zeit viele Videos gesehen haben von Locations, die wir selber auch noch nicht besucht haben, die aber mittlerweile aussehen, ja, zugesprüht, und ja, da sind teilweise auch Waffensysteme verbaut gewesen. Ja, absolut respektlos mit der Geschichte umgegangen. Klar, es ist militärisch und da kann man auch seine Meinung haben, wie man will, aber es gehört trotzdem zur Geschichte. Und bei dieser Location, da war wirklich kein Vandalismus und diese Kanone ist noch eingebaut, und deshalb haben wir uns entschieden, da jetzt nicht näher auf die Anlage einzugehen. Der eine oder andere, sage ich mal, der bemüht ist, der das Hobby ähnlich betreibt wie wir und recherchiert und sich halt wirklich aktiv interessiert für die Anlagen und nicht, weil es vielleicht irgendwie Klicks bringt oder ja, keine Ahnung, sich sonst irgendwie damit ins Rampenlicht zu stellen, keine Ahnung, was man für Interessen hat. Ja, der wird das halt auch finden. Ne? Also das ist, wie gesagt, wir finden teilweise auch mit Videos, da brauchen wir nur eine Zehntelsekunde so ungefähr von einem Ausschnitt und schon wissen wir, wo die Anlage sich befindet. Ne? Und das wird euch hier eh nicht gehen. Ne? Aber Leute, die, sage ich mal, nur eine Koordinate haben wollen oder irgendwas in der Richtung, ja, dann viel Spaß damit. Ne? Ja, soll jetzt kein Hate sein, das ist einfach nur noch mal die Begründung, warum ich diesmal oder wir nicht allzu viel zu der Geschichte dieser Anlage jetzt erzählen. Muss halt auch mal sein. Aber ihr kennt uns ja, dass wir sonst eigentlich immer bemüht sind, euch genügend Informationen diesbezüglich mitzuteilen. Und hier ging es jetzt einfach mal darum, dass es halt wirklich auch sehr spektakulär gewesen ist. So, liken nicht vergessen, abonnieren, es haben immer noch nicht alle abonniert. Das wird, glaube ich, auch nie passieren. Das sind immer viel zu faul, die Leute, keine Ahnung warum. Aber wer noch mal ein paar Minuten Zeit hat, macht das bitte. Schreibt uns mal was in die Kommentare, da würden wir uns erst auch sehr freuen. Und schaut euch die anderen Videos an, die wir hier auf unserem Kanal noch so zeigen. Alles so Richtung Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und auch Kalter Krieg. Da ist bestimmt für den einen oder anderen was dabei. Und dann verabschiede ich mich mit diesem Video. Es ist schon spät, wir haben es gleich 6:30, auch wenn es nicht so aussieht. Und ich muss jetzt noch einige Stunden fahren. Also, macht's gut. Bis dahin. Ciao.